Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Vlog für diese Woche. Ja, wie ihr sehen könnt, es ist Sonntag und, oh gut, das könnt ihr nicht sehen, aber wie ihr sehen könnt, wir sind gerade draußen unterwegs. Und zwar landet mir direkt ein Käfer auf der Nase. Wir wollen jetzt mal ein bisschen hier spazieren gehen, dachten wir so spontan. Und ja, jetzt haben wir das Auto hier vorne abgestellt und werden mal einen dieser beiden Wege hochgehen. Wahrscheinlich, naja, wir schauen mal, welcher es wird. Also bis später. Hier riecht's nach Wasser. Ja, es wird ja kalt heute Nacht. Und im Wald ist es immer ein bisschen wärmer, sammelt sich viel Feuchtigkeit. So generell nicht so sonnig heute. Ganz im Gegenteil. Hier vorne ist gerade jemand mit seinem Moped lang gefahren und ist dann da abgebogen und fährt jetzt hier den Hügel hoch. Ich frage mich, wo der hinfährt, weil da oben ist eigentlich nichts. Ihr seht ja hier so ein bisschen Holzfäller arbeiten dort. Aber irgendwie eine Straße ist da nicht. Ah Leute, das ist einfach so ruhig und so herrlich hier. So richtig riecht's hier nach Nadelholz und Harz. Na gut, das liegt vielleicht auch. Ja, das sieht das Stück hier. Aber es ist ja nach wie vor auch ein Problem mit dem Borkenkäfer. Ich weiß gar nicht, das ist eine Zitterpappel, oder? Aber sieht man in der Kamera eh nicht. Die sind stehen geblieben, da geht der Borkenkäfer näher ran. Und da hinten liegen zwei richtig dicke Ketten. Wahrscheinlich, wenn die hier mit ihrem Harvester durchfahren, der läuft ja normalerweise auf Reifen. Wenn das eben, also das Gelände das nicht ganz zulässt, dann müssen die dann über die Reifen, sage ich mal, so Ketten drüber machen. Das dann dem Harvester ein bisschen zu erleichtern, sich hier vorzubewegen. Es ist ja auch relativ steil hier vom Hang her. Ich meine, hier geht's noch, aber so da hinten haben wir ja eine andere Stelle, habe ich euch ja von drüben mal gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob man das gesehen hat. Da ist es sehr steil schon. Ja, dafür werden wahrscheinlich auch die Ketten sein. Hier ist eine kleine Futterraufe jetzt wahrscheinlich für den Winter. Man sieht hier ja auch überall die Hochstände von den Jägern. Ich glaube, jetzt hört man gerade eine Maus. Quietschen. Auch hier aus dem Dickicht heraus. Geh nicht zu weit und denk an Zecken. Neue Woche, neues Glück. Heute ist Montag und ja, wir werden heute ein bisschen beim Fliesenspiegel weitermachen. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, dieses kleine Stück zu machen.
und das kleine Stück dort hinten. Aber natürlich ist es besser, wenn wir vielleicht heute sogar schon alles schaffen. Müssen wir mal schauen, wie es klappt. Ich werde jetzt gleich erstmal frühstücken und dann werden wir mal ein bisschen Fliesenkleber vorbereiten, tun unser Werkzeug wieder bereitlegen und ja, legen uns schon mal die Fliesen hin und dann würde ich sagen, starten wir. Ja, liebe Leute, ihr seht, ich habe alles vorbereitet. Ich habe mir jetzt mal 1,5 Stunden ungefähr Zeit genommen, habe mir die ganzen Fliesen schon hergeholt, zurechtgelegt und habe sie auch noch ein bisschen mit dem Cuttermesser sauber gemacht. Das habe ich ja, habt ihr vielleicht im letzten Vlog gesehen, bei dem anderen Fliesenspiegel so zwischendurch gemacht. Ich dachte, dieses Mal geht es vielleicht einfacher von der Hand, wenn es vorher vorbereitet ist. Und ja, Fliesenkleber ist jetzt auch fertig. Das Einzige, was bei diesem Fliesenspiegel halt jetzt schwieriger wird, ist die Tatsache, dass ich an dem Fliesenspiegel hier die Steckdosen noch nicht ausgeschnitten habe. Das heißt, das werden wir jetzt, während wir dran arbeiten, machen müssen. Und ja, da muss ich halt immer wieder mal rausgehen und mal schauen, dass ich das dann draußen zurechtschneide. Ich werde dafür den Flex nehmen mit einer Videoscheibe und ja, werde es dann so langsam rund arbeiten. Ich denke mal, je nachdem wie wir hier ankommen, sind es immer nur kleine Ecken und das lässt sich wohl dann einigermaßen gut machen. Ja, naja, ich bin gespannt, ob wir heute vielleicht sogar fertig werden. Ich weiß es nicht, es ist jetzt um 11. Ja, wir fangen einfach mal an. So, bevor wir jetzt allerdings anfangen können, ist mir gerade noch eingefallen, müssen wir hier oben noch ungefähr 5-6 cm Tapetenstreifen abschneiden, weil ich möchte ja logischerweise nicht mit dem Fliesenkleber über die Tapete gehen. Ich meine, das wird wahrscheinlich trotzdem halten, aber ja, so oben so ein bisschen, das reicht dann schon zu. Das heißt, ich werde nur einmal hier rüber loten und dann werden wir das mal einmal abschneiden, abreißen und dann kann es losgehen.
Sonntagmorgen, wir frühstücken gleich und ich wollte euch das Brot zeigen, wie es gelungen ist. Da können wir mal einen kleinen Blick nach drin werfen. Da sind so dunkle Punkte und sowas drin, weil ich Leinsamen mit eingebacken habe, von wegen Omega-3 und so weiter. Sehr knusprige Kruste, weich innen, einfach schnuckelig lecker. Ich habe auch schon den Kanten weggenascht, wie ihr seht. Oh, den mag ich immer bei frischem Brot zumindest am allerliebsten, weil der noch so crunchy halt ist. Bei Brot, was schon eine Weile liegt, ist der so labbrig, da finde ich das nicht mehr so cool. Aber da hatte ich Bock drauf. Und ich wollte euch das Ergebnis zeigen. Wir frühstücken jetzt. So, Leute, ich bin ausgerüstet. Es ist Montag und wie ihr vielleicht so ein bisschen, hört man die Glocken? Naja, so ein bisschen hören kann, ist es, ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Lass mich mal kurz auf meine Uhr gucken. Ja, sie zeigt gerade Schritte an. Wartet.
Wir haben es gleich. 12:18 Uhr. Meine Uhr geht ja ein bisschen falsch. Also irgendwann kurz nach 12 ist es jetzt auf jeden Fall. Und ich bin ausgerüstet mit Vogelknödeln, Vogelfutter. Und mal gucken, ob wir die beiden Konsorten mal raussetzen. Denn es ist eigentlich schönes Wetter. Ich trage zwar einen Pulli und es ist auch angebracht, aber grundsätzlich sieht das Wetter ganz schön aus, oder? Habt ihr Bock rauszugehen? Mal gucken. So, ich habe jetzt hier ein Bällchen angehangen, weil ich dachte, wenn Flocke dann von da oben aus dem Fenster schaut, hat sie Entertainment, wenn hier die Vögel schnabbeln. Und habe natürlich hier drin noch wieder ein bisschen nachgefüllt. Hier haben ja die Vögel oben noch ein bisschen was an der Sonnenblume zu knabbern. Und da drüben, beziehungsweise während ich hier am Befüllen war, sind da drüben schon die Vögel hingeflogen und haben sich das geholt, was ich dort abgelegt habe. Das ist jemand, der gerade seinen LKW sehr laut wäscht. Deswegen werde ich jetzt gleich auch mal wieder von hier gehen. Aber die Vögel sind entertained und haben Futti, lecker, lecker. Und schaut mal, hier ist das oder hat das schon geblüht, als ich das damals gepflanzt habe? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also das war definitiv schon so farbig. Obwohl ich gar nicht weiß, war das auch so dreifarbig? Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und hier drüben, ich weiß nicht mehr, ob das geblüht hat. Aber jetzt schaut euch mal diese kleinen süßen Blümchen an. Süß. So, nächster Schritt zur richtigen Halloween-Deko. Christian hat, warte, ich muss mich vorlehnen, so kleine Lämpchen geholt. Zack. Und zack, die auch noch. Die wir dann heute Abend anmachen werden. Ist zwar noch ein bisschen hin bis Halloween, aber man kann ja nie zu früh starten. Und jetzt mache ich mich auf den Weg. In meiner Bauchtasche habe ich die Haken, diese Vogelfutterdinger noch aufzuhängen. Haben wir euch das überhaupt schon gezeigt? Hier wächst ein kleiner Holzkürbis, da ein kleiner Holzpilz und da wohnt ein kleiner Holzigel. So, die Vogelhäuschen sind wieder reichlich gefüllt. Ich habe ein Bällchen dahin gehangen und ein Bällchen dahin gehangen und noch extra einen Querast gemacht. Das Plastikding, was hier war, habe ich jetzt abgemacht, weil ich habe keine Bällchen mit hier am Start gehabt. Ich werde mal das Plastikding mitnehmen und versuchen, ob ich da ein neues Bällchen reindrücken kann. Mal gucken, wünscht mir Glück. Dann können wir nämlich noch ein paar mehr hier hin machen. So, jetzt auch für den großen Vogelhunger wieder alles gefüllt. Ich brauche die Bohrmaschine. Und Christian kommt vorbei. Und guckt mal, es hat tatsächlich funktioniert, das Netz wieder neu zu befüllen. Ich habe es oben so ein bisschen weiter aufgerissen, habe dann wieder so ein Bällchen reingestopft mit ein bisschen Feingefühl. Und jetzt hängt hier wieder eins und wir haben das Netz wieder verwendet. Und wir filmen mal die Bohrmaschine. Willst du? Ich muss mit der Bohrkrone für die Steckdose was ausschneiden. Mit der Bohrkrone für die Steckdose. Okay.
Guten Morgen, liebe Leute. Da haben wir wieder einen kleinen Zeitsprung gemacht. Heute ist bereits Mittwoch. Wir haben uns gestern einfach mal einen Tag wieder Auszeit gegönnt, gar nichts gefilmt und ausgeschlafen, uns was Leckeres zum Mittag gekocht und sind dann nachmittags halt noch vorm PC gewesen, haben dort online, haben mit Freunden so ein bisschen Zeit verbracht und ja, das war gestern praktisch unser Tagesablauf. Also da gab es nicht wirklich viel zu filmen. Heute geht es dann weiter. Ihr seht ja, ich bin jetzt hier schon gerade beim Baumarkt gewesen. Es wurde mal Zeit für eine neue Arbeitshose. Ihr habt es ja vielleicht in den letzten Vlogs gesehen. Die war schon ganz schön schmierig und dadurch, dass da so viel Silikon und so drauf ist, kannst du die halt auch nicht so einfach waschen. Ja, und dementsprechend habe ich jetzt noch eine neue Arbeitshose geholt. Aber ich musste sowieso hier in die Stadt noch ein paar kleine Dinge erledigen. Unter anderem gleich auch noch mal ein bisschen Wasser holen. Ja. Und dann starten wir durch. Also letztes Mal ist ja wieder die Kamera ausgegangen beim Fliesenspiegel machen. Aber keine Sorge, ich habe nicht so viel weitergemacht, sondern ich habe dann auch aufgehört, weil es war schon sehr spät und die Luft war einfach raus nach so vielen Stunden Fliesen machen. Ja, da geht es dann heute auch weiter. Die 2 kleinen Ecken, die fehlen noch. Das machen wir dann gleich. Und ja, dann wollte ich das Wohnzimmer aufräumen. Mal schauen, wie wir dann da zurechtkommen. Die ganzen provisorischen Tische raus, die ganzen einmal durchkehren, durchfeudeln, aufräumen, reine machen. Ja, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also wenn dann noch Zeit ist, würde ich tatsächlich schon ein Draußenprojekt anfangen, was jetzt zum Herbst noch fertig gemacht werden muss. Und zwar möchten wir dort hinten schon 2 von diesen Hüttenverschlägen abreißen, das zeige ich euch dann später, wo dann halt der Garten hin soll und dann sollen diese ganzen Heckensträucher, die dort rumgepflanzt sind, die sollen alle rausgemacht werden und die werden dann nach außen gepflanzt an den äußeren Zaun, sage ich mal. Ja, und dann wollen wir uns das so ein bisschen fertig machen. Das ist dann ja auch was ich jetzt eigentlich schon bald mal angehen möchte. Wenn jetzt der Fliesenspiegel soweit fertig ist, kann der Elektriker dann arbeiten und und dann schaue ich einfach mal, dass ich immer das so ein bisschen aufteile, dass das halt draußen dieses Projekt für den Garten für nächstes Jahr halt auch schon gemacht wird. Weil da muss ja der Boden dieses Jahr noch umgegraben werden, sage ich mal. Und ja, der Komposthaufen eingearbeitet. Und dann muss das Ganze vielleicht dann noch abgedeckt werden. Keine Ahnung, müssen wir mal schauen, ob wir das machen. Wir haben ja noch einige Folien, die könnte man dort mal hinlegen, bevor man sie dann wegmacht. Müssen wir dann mal schauen. Oder man hackt einfach nächstes Jahr das Unkraut nochmal runter. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass der Boden umgearbeitet wird und dass wir dort, weil das halt ja ewig lange toter Boden ist, wir müssen organisches Material reinkriegen. Und der muss dann halt über den Winter liegen, sodass sich das Material zersetzen kann und dass die Nährstoffe dann in den Boden übergehen, sodass wir dann nächstes Jahr in eine bessere, größere Gartensaison starten können. Das liegt dann praktisch auch noch an. Naja, aber das ist wahrscheinlich nicht alles heute. Wir haben ja heute Mittwoch, wir haben den Donnerstag noch, wir haben den Freitag noch. Am Freitag ist auch noch um 10 ein Termin im Haus, sage ich mal, für die Heizungswartung für dieses Jahr. Ja, und ansonsten liegt diese Woche gar nichts an. Also wir können uns frei austoben. Wenn ich jetzt gleich dann noch den kleinen Einkauf erledigt habe, dann brauche ich eigentlich nirgendwo mehr hinfahren diese Woche, sage ich mal. Und wir können uns voll in die Arbeit stürzen. Ja, gut, ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal los, erledige den Einkauf und wir sehen uns später. Ciao.
Moin Moin, neuer Tag, neues Glück. Und ja, wie ihr seht, ich bin schon auf den Beinen. Wir sind draußen unterwegs. Der Container wurde gerade abgeholt. Der Restmüllcontainer, der große, der stand hier auf der Seite. Und dafür haben wir jetzt 2 kleinere bekommen. Der eine kleine Container ist für den ganzen Müll. Ich habe euch ja erzählt, dass wir planen, dort hinten die Verschläge wegzumachen. Dort, wo nächstes Jahr der Garten hin soll. Also der Kram aus den Verschlägen und die Verschläge selber sollen dann in den einen Container rein. Und der andere Container ist für Bauschutt. Da tun wir dann im Prinzip, ja, kann ich euch ja mal zeigen. So, wir gehen mal hier rein. Hier herrscht nämlich wieder absolutes Chaos. Hier habe ich ein selbstgebautes Tauchbad für Fliesen. Hier liegt überall Werkzeug rum. Jetzt weht die Tür auch noch zu. Hier steht ein provisorisches Werkbankding, wo ich die Fliesen für den Übergang geschnitten habe. Das ist alles chaotisch. Leute, das möchte ich jetzt mal ein bisschen aufräumen. Und ja, Hauptproblem hier in dem Raum ist ein riesiger Schutthaufen. Der soll in die Mulde. Genauso wie alle möglichen anderen Fliesenreste. Und ja, Steine, Bauschutt etc. pp., was wir so haben, bis das Ding voll ist. Ja. Das wollen wir auf jeden Fall jetzt nachher als erstes machen. Also, beziehungsweise hier erstmal klar Schiff, den ganzen Schutt raus in die Mulde und dann hier mal richtig aufräumen, dass man wieder Platz hat und ein bisschen Ordnung da ist. Das Werkzeug, was jetzt drin ist vom Fliesenlegen und so weiter, das muss ja auch wieder raus, das muss auch umsortiert werden. Die Werkstatt ist noch nicht fertig, also müssen wir das jetzt hier erstmal noch provisorisch stehen lassen. Die nächste Zeit, weil die Werkstatt, die könnte man jetzt natürlich vollräumen, aber die wird ein bisschen anders werden, weil die so sehr unpraktisch ist. Also ja, bis ich dazu komme, müssen wir uns hier halt weiter behelfen. Aber wichtig ist, dass hier mal klar Schiff kommt, dass wir hier Ordnung bekommen. Wir haben nämlich drüben noch eine Schneefräse stehen in den einen Verschlag, der jetzt abgerissen werden soll und noch diverse andere Sachen. Und die möchte ich hier dann auch ordentlich unterbringen, weil die Schneefräse will ich jetzt auch demnächst mal warten. Die haben wir bis jetzt noch gar nicht in Betrieb gehabt. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt funktioniert und gelegentlich muss man die mal anwerfen und wer weiß, wie der Winter wird. Also die Prognosen sind natürlich wieder viel zu warm, aber ja, man weiß es halt nie. Es kann auch trotzdem sein, dass plötzlich mal viel Schnee kommt. Vielleicht kann man sie dann gut gebrauchen. Auf jeden Fall holen wir die dann hier rüber und auch den anderen Kram, der dort steht, das seht ihr dann ja alles. Mal schauen, ob wir das diese Woche überhaupt alles schaffen. Tagesziel heute ist erstmal hier das aufzuräumen. Wir haben ja diese Woche schon geschafft, den Fliesenspiegel fertig zu machen und das Wohnzimmer aufzuräumen, den Übergang vorzubereiten. Jetzt müssen wir diese Woche noch einschlemmen, die Fugen beim Fliesenspiegel und den Übergang einschlemmen. Ja, und dann können wir dort auch noch ein paar Leisten machen etc. pp. Und ja, das hier ist dann praktisch das letzte große Goal für diese Woche. Aber heute ist ja auch erstmal Donnerstag, das heißt, wir haben noch einen Haufen Zeit. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Also bis später. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need... So Leute, Heizungskontrolle ist abgeschlossen, ist soweit alles in Ordnung.
Hat sich ja ein bisschen gezogen, sage ich mal, weil es halt, ja, ich wusste halt nicht, wie lange so eine Heizungskontrolle dauert. Ja, auf jeden Fall ist alles in Ordnung. Er sagt, er hat soweit nichts gefunden. Bin ich schon mal ganz froh. Ja, und jetzt gerade ist er abgedüst und direkt zum nächsten Kunden. Er sagte, ein paar hat er heute noch. Also er ist sich noch nicht sicher, ob er das alles schafft, weil so ein bisschen in Verzug war er schon drin. Weil beim letzten Kunden wohl ein bisschen was im Magen war. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt soweit abgenommen. Aber ich konnte in der ganzen Zeit nicht filmen, weil hier vorne halt immer im Flur jemand durch musste und immer hin und her Material holen und so weiter und so fort. Und ja, da habe ich dann in der Zeit dort schon mal weitergemacht beim Übergang. Aber wie gesagt, das konnte ich nicht filmen. Das zeige ich euch jetzt mal. Wartet mal. Ja, und zwar ja, krisselt das Bild ein bisschen, weil es hier gerade schlechte Lichtverhältnisse sind. Ja, ich habe jetzt hier angefangen, das einzufugen. Und wie man da hinten sieht, habe ich auch schon die Übergangsbleche geschnitten. Ja, das ist jetzt alles soweit vorbereitet. Wir fugen jetzt zu Ende. Und da müssen wir die Löcher für die Schienen vorbohren. Die habe ich hier schon angezeichnet. Ja, und dann können wir das Ganze verschrauben. Und dann ist das in dem Bereich zumindest bodentechnisch fertig. Da müssen wir nur noch hier die Sockelleisten machen. Ja, und das war jetzt praktisch das, was ich so den Vormittag über gemacht habe. Also ja, ich habe auch noch Hausarbeit gemacht. Wie gesagt, die Küche habe ich noch aufgeräumt und durchgesaugt, durchgewischt. Ich habe angefangen, den kleinen Staubsaugerroboter sauber zu machen, damit wir den jetzt auch wieder in Betrieb nehmen können. Weil wenn das hier jetzt bald alles soweit fertig ist, dann kann der hier vorne immer schön seine Runden drehen. Weil hin und wieder nimmt man schon mal ein Sandkörnchen von draußen mit rein. Auch wenn man sich da sehr gründlich die Schuhe abputzt. Ja, auf jeden Fall können wir jetzt mal weiter. Mein Plan für heute, den Schuppen abzureißen, hat bislang noch nicht funktioniert. Das kann sein, dass wir da vielleicht heute Nachmittag noch bei starten. Müssen wir dann schauen. Ja, das entscheiden wir dann operativ, ob sich das noch lohnt oder ob wir das morgen machen. Ich muss mal den Wetterbericht abchecken. Also mittlerweile ist es draußen trocken und ja, wolkig, sonnig so ein bisschen, aber es regnet nicht, also schon mal ganz gut. Ja. Naja, wir schlemmen jetzt erstmal ein, machen die Übergangsleisten fest und dann schauen wir mal, was wird. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Es ist Samstag und Zeit für Hobbys und Handarbeiten. Christian hat dieses Einmachglas mitgenommen aus dem Laden und möchte da in Zukunft seinen Kaffee drin aufbewahren. Und dann hat er es mir gegeben und hat gesagt, ich soll dafür eine Verpackungsart quasi fertig machen, mit der man das Glas halt nicht mehr so erkennt, aber was man trotzdem in der Küche so ausstellen kann. Ich habe jetzt angefangen. Ich verrate euch noch nicht, was es werden wird. Vielleicht habt ihr schon eine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass ihr schon eine Ahnung habt, denn wenn ich das sehen würde, ich würde es nicht erraten können, was es wird. Ich mache euch später dann noch mal ein kleines Video, wenn es fertig ist. Aber bis jetzt habe ich das Glas so weit angezogen.
kleiner Zwischenstatus. Na, jetzt hat man vielleicht schon so eine kleine Ahnung, was es werden könnte. So, und da sind wir auch schon wieder am Samstag angekommen. Ja, gestern nicht ganz fertig geworden mit dem Einschlemmen vom Fliesenspiegel. Ungefähr 1 Meter fehlt noch. Müssen wir mal schauen, ob wir da heute noch ein bisschen Schlemme nachholen, dass ich das dann nachher noch machen kann. Und ja, wir dann vielleicht noch Silikonfuge ziehen, so übers Wochenende. Müssen wir mal gucken. Normalerweise muss ich heute nicht rausfahren, deswegen wäre es eigentlich nur eine Fahrt für diese Fliesenschlemme. Das könnte man auch genauso gut noch nächste Woche machen. Naja, ich sitze jetzt sowieso gerade hier und überlege, was heute so anliegt, weil ich habe jetzt gerade schon den Müll rausgebracht und es ist ziemlich windig draußen. Und ja, ich habe mal gerade den Wetterbericht abgecheckt. Es soll gegen Mittag auch noch ein bisschen regnen. Und dann generell die nächsten Tage. Also ich hätte jetzt so vom Gefühl her gesagt, heute mache ich lieber drinnen im Haus was. Ja, aber es soll auf jeden Fall bis Mittwoch dann durchregnen. Und dann wird ja die Geschichte draußen, sage ich mal, vor Mittwoch eh nichts. Puh, ja, da bin ich noch so ein bisschen am Überlegen, was ich da jetzt mache. Also ich tendiere trotzdem eher, ja, dazu hier im Haus was zu machen und dann bis Mittwoch zu warten. Mittwoch ist dann ein schöner Tag und dann regnet es wieder und dann ist es am Wochenende wieder schön laut Wetterbericht. Ja, dann habe ich aber ziemlich lange die Container draußen stehen. Das ist natürlich dann auch wieder ein Nachteil. Wäre natürlich auch besser, wenn ich die heute voll mache, sodass die dann Montag dann abgeholt werden können oder Dienstag oder Mittwoch, je nachdem. Ja, sonst kann ich am Montag nicht Bescheid sagen. Die kommen dann wahrscheinlich erst Dienstag oder Mittwoch, um den Container abzuholen. Aber ja, wenn es dann Montag, Dienstag dann durchgängig regnet, dann ist das auch Mist draußen. Ich meine, ich habe zwar passende Kleidung dafür, aber sowas kann man sich ja trotzdem lieber an den Tag vornehmen, wo das Wetter ein bisschen besser ist. Ja. Aber andersrum gesehen, wir haben Herbst und ja, es kann genauso gut sein, dass erstmal eine ganze Weile sowieso jetzt nicht wirklich gutes Wetter kommt. Und ja, bis Ende Oktober wollte ich das auf jeden Fall erledigt haben, damit der Kompost untergearbeitet ist und der Boden aufgearbeitet, dass der halt über den Winter liegen kann. Muss ich mal gucken. Ich glaube, ich trinke jetzt erstmal einen Tee und überlege mir dann, was ich heute mache. Arbeit ist ja genug. Also bis später. Hurra, die Prämie ist da. Guckt mal, liebe Leute, wir haben bei Payback ja eine Prämie bestellt. Hatte ich euch, glaube ich, irgendwo in irgendeinem Video erzählt. Und schaut mal. Ich hole es mal kurz raus. Ja, Flocke ist auch am Start. Wo? Du darfst dich nicht bewegen. Dann bist du nicht fokussiert. Ja, auf jeden Fall. Schaut mal. Ein süßes Kännchen. Und dazu... Wisst ihr was, ich packe das mal aus, damit ich beide Hände verwenden kann. Dann zeige ich es euch nochmal. Und da ist es fertig ausgepackt. Guckt mal, wie süß es aussieht. Dann kommt dann das kleine Teelichtchen rein. Aber ich denke mal, ihr habt alle schon mal so ein Stöfchen-Ding gesehen, oder? Ich finde, es sieht auch sehr schön aus. Für meine Verhältnisse war es schon so ein bisschen zu modern. Aber ich fand trotzdem die Idee, so ein Ding zu haben, gerade jetzt, da der Herbst kommt oder schon da ist und der Winter und man sich schön immer ein Teechen aufbrühen kann. Da kann ich mir gleich mein Hexenkraut von hier links neben mir schnappen. Und dann wird ein lecker Teechen gemacht und der bleibt die ganze Zeit warm. Geilo. So, liebe Leute, ich habe mich entschieden, wir werden heute gar nicht draußen arbeiten, wir werden heute drinnen arbeiten und wahrscheinlich dann die nächsten Tage auch, weil das Wetter soll ja ab heute Nachmittag regnen und wir haben wirklich hier Böen bis 70 km/h heute angesagt und das ist mir dann zu gefährlich, auch wenn es jetzt aktuell vielleicht nicht ganz so aussieht, soll es jetzt Richtung Mittag schlimmer werden und dann soll es auch später regnen. Also habe ich mir jetzt gedacht, gut, schweren Herzens, behalten wir den Container noch ein bisschen länger stehen und gucken mal, ob wir am Mittwoch eine Chance haben. Ja, und dementsprechend bin ich jetzt schon unterwegs gewesen. Ich war jetzt heute schon beim Baumarkt und habe noch ein paar restliche Sachen geholt. Wir haben ja hier ein bisschen zu wenig Schlemme, habe ich ja erzählt. Und ja, da haben wir noch eine von diesen Scheuerleisten, die hier unten rankommen. Zu wenig, also uns fehlte irgendwie 70 cm, aber die kannst du halt nur in 3 Meter Stücken kaufen. Oder 2,50, was die sind. Ja.
Das habe ich noch besorgt und dann noch ein bisschen Silikon für die Abschlusskanten nachher hier oben. Hier habe ich mich gestern übrigens mit einem Cuttermesser geschnitten. Ja, und ein bisschen braunes Silikon. Wenn wir jetzt nachher beim Flur weitermachen, damit man da auch so ein bisschen die Stöße verkleben kann, habe ich karamellbraunes Silikon gekauft. Und dann gucken wir mal, dass das passt wahrscheinlich gut zu den Sockelleisten. Dann können wir die noch so ein bisschen verkleben. Ja, und dementsprechend werden wir uns dann da wohl ein bisschen mit beschäftigen. Wir haben den Übergang jetzt ja schon gemacht. Denn das wird nochmal eine richtige Nummer, diesen Übergang zu machen. Weil ich muss dann dort ja die Sockelleisten in verschiedenen Winkeln über diese links und rechts über diesen Höhenunterschied anpassen. Und das ist nicht einfach. Also da muss man genau gucken, dass man den richtigen Winkel erwischt, dass man auch... man kann die jetzt nicht einfach 45 Grad und in einen gegenstoßen, dann steht immer was über. Man muss genau den Punkt erwischen, dass man denselben Abstand hat, wieder, wo diese Leiste anschließt. Und das ist halt überhaupt nicht einfach. Da müssen wir uns ein bisschen Zeit bei nehmen. Werden wir dann wahrscheinlich nachher machen. Ich werde mich jetzt erstmal hier gleich drum kümmern, nach dem Frühstück. Und ja, dann werden wir uns so langsam so Stück für Stück so ein bisschen durcharbeiten heute. Ist ja wie gesagt der letzte Vlog-Tag heute, bevor dann die neue Woche anfängt. Ja, mal schauen, wie wir heute zurande kommen. Ich würde jetzt auf jeden Fall erstmal frühstücken und wir sehen uns später. Guten Morgen, der Pökling und ich sind schon wach. Sie ist schon am Schmatzen, aber ich wollte euch noch was von gestern zeigen, was ein bisschen zu spät geworden ist, um es gestern noch zu zeigen. Und deshalb, da ist der Pilz. Der Kaffeepilz quasi. Da ist jetzt auch schon Kaffee drin, den habe ich auch gestern Abend schon reingefüllt. Ich habe den quasi einen kleinen Pilzhut noch gehäkelt, nachdem er einen Stamm bekommen hat. Habe dann kleine Herzen gehäkelt, die ich im Anschluss drauf genäht habe auf den Pilzhut. Und damit es ein bisschen besser hält, habe ich hier unten, das sieht man jetzt nicht mehr, aber unten in die Kante so einen kleinen, das ist so ein Ring, der ist eigentlich dafür gedacht, wenn man Windspiele und sowas selber basteln will. Da gibt es so verschiedene Sets auf Amazon und so. Einfach mal gucken. Gehen bestimmt auch andere Ringe. Ich wollte eigentlich Drahtfeuer einziehen in die Mütze, aber ich habe meinen Draht nicht gefunden. Der ist irgendwo noch in den Umzugskästen und deshalb habe ich diesen Ring dann genommen. Ist ja genauso gut, das macht es sehr stabil, sodass das Ding jetzt nicht mehr ineinander zusammenfällt oder sonst was.
Und jetzt, die Mütze kann man abnehmen. Und jetzt ist es ein kleiner Kaffeepilz. Warte, ich kann euch ja noch zeigen, wie man die Mütze abnimmt. Moment. Tada, so sieht der Mützenlos aus. Kann man einfach dann wieder oben draufsetzen. Und hier, wie schon gesagt, ist schon der Kaffee drin. Riecht natürlich sehr gut. Fertig. Ja, liebe Leute, damit sind wir jetzt auch am Ende des Vlogs angekommen. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, ja, fehlt so ein bisschen der Abschluss für den Fliesenspiegel, wie ich diese Sockelleisten noch angebracht habe. Man sieht es so ein bisschen noch so ganz am Ende. Aber ja, da hat der Kameraakku praktisch wieder den Geist aufgegeben und ich habe es nicht gemerkt. Ich habe einfach weitergearbeitet. Ich habe es nachher erst gemerkt, als ich dann das Stativ ein zweites Mal umgestellt habe und ja, dann habe ich gesehen, oh Mist. Ne, musste ich natürlich dann erst laden. War ich schon fast fertig, habe ich dann gedacht, gut, lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Den Rest machst du jetzt so offscreen fertig und filmst dann das Endresultat. So habe ich es jetzt gemacht. Ich hoffe, das war okay. Ich gelobe Besserung. Ich versuche auf jeden Fall da jetzt wieder ein bisschen mehr drauf zu achten. Es ist jetzt halt dieses neue Setting mit diesem Handy hier und ja, diesem ganzen Drumherum. Und ich war ja auch ziemlich im Flow drin. Hat man ja vielleicht gemerkt, dass ja, ich jetzt einfach gestern, sage ich mal, weil es draußen nicht geklappt hat, nochmal den ganzen Kram durchgezogen habe. Dass das auch wirklich fertig wird. Aktuell, wie bereits vom Wetterbericht gemeldet, regnet es auch. Also das soll auch, ich habe heute Morgen nochmal nachgeschaut, nach wie vor auch noch so bleiben. Also das heißt, ja, am Mittwoch werden wir dann wahrscheinlich, so wie bis jetzt geplant ist, dann ja, mit den Schwiegereltern zusammen hinten den Schuppen abreißen und ja, da bin ich auch schon gespannt, wie das dann aussieht. Ich meine, das ist ja auch wieder eine große Veränderung, wenn sich dieser ganze ja, geschützte Verschlagbereich hinten praktisch dann plötzlich hin zum Nachbarn hin öffnet. Man weiß halt nie so genau, was findet man dahinter. Ist da vielleicht dann eine neue Baustelle oder so. Ich weiß, dass dort teilweise ein Zaun ist, aber ich kann ja nicht dahinter gucken. Das werden wir jetzt alles feststellen, wenn wir es wegreißen. Und ja, da muss man dann halt einfach mal schauen, was man da alles so findet. Der Container, wie gesagt, steht vor der Tür. Wir sind bereit dafür. Es sind auch noch einige gute Blechplatten dabei. Die werde ich auf jeden Fall zur Seite legen. Die können wir auf jeden Fall für andere Projekte noch benutzen. Und ja, wie gesagt, die Maschinen müssen noch rüber und etc. pp. Also es ist auf jeden Fall einiges nächste Woche noch, was uns noch ja, auf Trab hält. Nächste Woche steht ja dann auch die Entscheidung an, wie es jetzt ganz final beruflich weitergeht. Also bin ich auch schon sehr gespannt. Ich habe ja soweit angeteast bekommen, dass ich auf jeden Fall Teil des Teams werden soll. Und ja, jetzt ist halt einfach nur die Frage, was wird's dann genau? Und ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt erzählen werde. Ich denke mal, ich werde einfach dann
ja, sagen, ob es geklappt hat oder nicht. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das dann alles so entwickelt. Und ja, bin ich auch auf jeden Fall auch schon sehr neugierig. Dann steht auf jeden Fall auch noch an, unten beim Übergang, den wir gemacht haben, das habe ich ja im Vlog auch schon erzählt, da müssen wir noch diesen an der Seite die Sockelleisten machen. Und das wird halt auch nochmal richtig schwierig, weil da sind mehrere Winkel und mehrere Möglichkeiten, wie man den wieder neu anfangen muss, die sich an dieser Stelle alle vereinen. Also mehrere Höhenunterschiede, die wir dort noch bewerkstelligen müssen. Und ja, da bin ich schon sehr gespannt. Also das wird auf jeden Fall nochmal wahrscheinlich einige Stunden Arbeit kosten, weil da muss man sich wirklich Zeit nehmen, das muss man genau ausmessen. Ich will jetzt auch nicht super viel Verschnitt bei den Sockelleisten haben, auch wenn wir wahrscheinlich welche übrig haben, aber es muss ja nicht sein. Ja, das wird auf jeden Fall auch nochmal spannend. Und dann hatte ich mir auch vorgenommen, generell so die Sockelleisten im Wohnzimmer, im Flur und ja, im Esszimmer die restlichen Sockelleisten, zur Küche hin, alles was dort noch fehlt, auch endlich mal aufzuarbeiten und die letzte Stufe vor der Speisekammer dann fertigzustellen, den Fußboden dort generell, die letzten 3-4 Teile, die dort noch fehlen, hinten in der Ecke, das dann alles aufzuarbeiten. Ja, und dann denke ich mal, dann sind wir auch schon am Mittwoch angekommen. Ja, dann werden wir am Mittwoch dann den Schuppen abreißen und in der Woche irgendwann werde ich dann auch mal, ja, wenn alles klappt, dann Material besorgen für das Fachwerkständerwerk, was wir als Raumteiler fürs Wohnzimmer haben wollen. Ja, das kann sein, dass es vielleicht nächste Woche noch nichts wird, das Material zu bestellen, weil ich habe mehrere Stellen, wo ich mal nachfragen will und das müssen ja auch vom am besten schon naturbelassene Kanthölzer sein. Ich habe schon gedacht, möglichst dicke, also 20 auf 20 werden schon angebracht. Dann brauchen wir 4 Stück von 2,10 Meter und dann so kurze Knüppel und sowas alles. Das muss halt alles geplant werden. Dazu müssen wir dann noch passende Holznägel haben, die man dann halt nachher mit in die Zapfenlöcher steckt. Und ja, ich denke mal, das Endresultat wird ganz wunderbar aussehen. Allerdings ist das noch so ein größeres Projekt, was jetzt nicht, sage ich mal, nächste Woche fertig wird oder generell wahrscheinlich das Material nächste Woche noch gar nicht da sein wird, sondern das wird sich jetzt so über dem Oktober so ein bisschen ziehen. Ziel ist es, zum Ende des Oktobers, also in 3 Wochen, das Ganze so weit fertig zu haben, dass das Wohnzimmer ready ist für den Winter, dass wir eine Couch kaufen können und dass wir den Fernseher hängen haben und so weiter, dass man halt zu Weihnachten hin über den November dann dort so einen schönen Raum hat, wo man halt auch einen Tannenbaum reinstellen kann und wo man dann halt auch mit der Familie ein bisschen sitzen kann und so weiter und so fort. Ja, wir werden mal schauen, wie es läuft. Es wird auf jeden Fall noch eine sehr spannende Woche, die uns bevorsteht. Sehr viel, an Nachrichten, was uns bevorsteht nächste Woche. Und ja, generell steht noch die Entscheidung mit dem Zahnarzt aus. Ich denke mal, dass ich habe mich eigentlich schon entschieden. Ich werde wahrscheinlich nächste Woche dann mal gucken, wie ich das mache mit den Terminen und so weiter, dass man das dann absagt. Und ja, ich will mir ja nächste Woche auch noch mal eine zweite Meinung einholen. Der Termin ist ja auch noch dann am Donnerstag wahrscheinlich, also bis jetzt zumindest, wenn alles klappt. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, schreibt in die Kommentare, was ihr zu diesem ganzen Thema hier haltet. Generell auch zum Fliesenspiegel, das würde uns super freuen. Da haben wir jetzt über ein Jahr dran gearbeitet. Das ist ein Riesengoal gewesen, was wir da abgeschlossen haben. Ja, Leute, ich würde sagen, dann wünsche ich euch einen schönen Start in die neue Woche. Bleibt gesund und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Also bis dann. Ciao.